Wenn ich darauf hinweise, dass es beim Auswandern rechtliche und steuerliche Risiken gibt, dann werde ich oft, gerade hier auf YouTube, der Panikmache beschuldigt. Dabei sage ich nur einen einfachen Satz: Gesetze verschwinden nicht, nur weil man sie ignoriert. Und wenn du ein Risiko eingehst, dann solltest du das ganz bewusst machen und unter Abwägung dessen, was du zu verlieren hast und was auf dem Spiel steht. Tu nicht so, als gäbe es kein Risiko. Was das konkret für dich bedeutet, das wollen wir uns in diesem Video einmal näher anschauen. Eine der häufigsten Fragen, die ich so bekomme in den Beratungsgesprächen und natürlich auch von Teilnehmern an unseren Seminaren und Reisen, ist die: Warum macht ihr eigentlich keine Seminare in Deutschland? Oder warum bist du, Sebastian, eigentlich nie in Deutschland? Warum kann man dich in Deutschland nicht treffen, wenn wir uns hier zum Thema Auswanderung und zu den steuerlichen und rechtlichen Möglichkeiten diesbezüglich beraten lassen wollen, was die besten Länder sind, was man beachten muss, in welche Länder man eher nicht auswandern sollte, vor allen Dingen dann, wenn es um die steuerliche Optimierung geht. Nun, der Grund dafür ist eigentlich relativ einfach. Es ist nicht so, dass mir Deutschland nicht gefällt. Ich meine, ich bin schon seit 25 Jahren ja aus Deutschland weggezogen, bin aber dennoch 2-3 Mal pro Jahr in Deutschland, um Familie dort von mir zu besuchen. Ich finde es sehr angenehm, in Deutschland, ehrlich gesagt, Urlaub zu machen. Ich komme ja dort aus dem Schwarzwald. Da lässt sich schon aushalten, auf jeden Fall. Aber ich nehme grundsätzlich nie Termine in Deutschland wahr und wir machen natürlich auch keine Konferenzen und Seminare dort. Und warum ist das so? Naja, ist ganz einfach. Es ist verboten in Deutschland. Es gibt nämlich ein Gesetz aus der Kaiserzeit, das Auswandererschutzgesetz, tatsächlich aber noch 2013 überarbeitet. Und nach diesem Gesetz ist es in Deutschland verboten, Beratung rund um das Thema Auswanderung anzubieten. Außer natürlich, man hat eine entsprechende Erlaubnis, man hat eine entsprechende Lizenz. Und wenn man sich nicht daran hält, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit. Bis 2013 übrigens war es auch noch eine Straftat. Aber selbst diese Ordnungswidrigkeit heutzutage wird noch mit bis zu 20.000 Euro Bußgeld geahndet. Das musst du dir mal vorstellen. Der Grund ist natürlich der, dass zur Kaiserzeit gerade Ende des 19. Jahrhunderts sehr viele Deutsche in die USA gelockt wurden, übrigens auch nach Texas, muss man sagen, und mit Versprechen geködert wurden, die im Grunde genommen Lügen waren, die so nie eingehalten wurden. Und das dazu geführt hat, dass natürlich leider sehr viele Deutsche dann auch gestorben sind im Ausland oder sich wirtschaftlich ruiniert haben. Also wenn du dem Auswanderer natürlich die Info vorenthältst, dass dort in Texas zu jeder Zeit ein Comanche aus dem Gebüsch gesprungen kommen kann, der dich dann möglicherweise skalpiert, dann lässt du natürlich wichtige Informationen außen vor. Und das war nur das kleinste Problem. Tatsächlich hat man vielen Deutschen dort fruchtbare Länder versprochen. Tatsächlich wissen viele nicht, dass die Hälfte von Texas sehr fruchtbar ist. Die andere Hälfte ist dann eher steinig, beziehungsweise geht dann irgendwann in Wüste über. Jetzt natürlich entscheidend, welche Hälfte man auswandert, zumindest dann, wenn man Landwirtschaft betreiben will. Also das ist der Hintergrund dieses Gesetzes. Und es ist eben eins dieser Gesetze, die dann nie abgeschafft wurden in Deutschland. Wir kennen da ja andere Beispiele dafür, zum Beispiel das Lastenausgleichsgesetz. Auch da könnte man sagen, okay, man kann das jetzt historisch bewerten. Vielleicht war der Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich notwendig. Aber dann hätte man ja, nachdem das Ganze dann durchgestanden war, nachdem dann die Zwangshypotheken abbezahlt waren, das Gesetz einfach wieder streichen können. Hat man aber nicht gestrichen. Und so gibt es vermutlich noch viele andere Beispiele von Gesetzen, die in Deutschland gelten, die einen historischen Ursprung haben, der vielleicht seine Rechtfertigung hatte, die aber eigentlich heutzutage überholt sind. Aber trotzdem lässt sie der Gesetzgeber so stehen. So, jetzt möchte ich dir natürlich dieses ominöse Auswanderungsschutzgesetz nicht vorenthalten. Und das schauen wir uns jetzt mal konkret an. Gesetz zum Schutze der Auswanderer und Auswanderinnen. Dann hat man nämlich gleich hier noch richtig gegendert. Dann Auswanderungsschutzgesetz, zuletzt überarbeitet 2013. Erlaubnis zur Auswandererberatung. Wer geschäftsmäßig Auskunft über die Aussichten der Auswanderer und über die Lebensverhältnisse im Einwanderungsland, insbesondere über die Arbeits- und Niederlassungsverhältnisse im Ausland oder in diesen Angelegenheiten Rat erteilen will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die antragstellende Person die für die Beratung erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt oder wenn die antragstellende Person die für die Beratung erforderliche Sachkunde nicht nachweist.
was auch immer das bedeutet. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn die antragstellende Person 5 Jahre als unselbstständiger Berater oder unselbstständige Beratung, insbesondere bei einer in Absatz 2 genannten Auskunfts- oder Beratungsstelle tätig war. Die Erlaubnis kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden. Nachträgliche Auflagen sind zulässig. Darauf ist in der Erlaubnis hinzuweisen. Die Erlaubnis wird von der zuständigen Stelle für das gesamte Bundesgebiet erteilt. Absatz 2 für Auskunft oder Beratungsstellen von Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts oder von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, die sich die Fürsorge für Auswanderer und Auswanderinnen zur Aufgabe machen und deshalb bisher keine Erlaubnis bedurften, gilt die Erlaubnisfreiheit bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013. Für andere Stellen und Personen, die aufgrund einer bestehenden Erlaubnis Auswanderer beraten, erlischt die Erlaubnis mit Ablauf des 31. Dezember 2013. Ebenso gibt es dann unter § 2 ein Werbungsverbot. Es ist verboten, geschäftsmäßig für die Auswanderung zu werben. § 3. Wer ist zuständig für die Ausführung des Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ist das Bundesverwaltungsamt zuständig. Jetzt regelt § 5 dann die Sanktionen, Ordnungswidrigkeiten. Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 1 Absatz 1 ohne Erlaubnis geschäftsmäßige Auskunft oder Rat erteilt, einem vollziehbaren Verbot zuwiderhandelt, entgegen § 2 Absatz 1 geschäftsmäßig für die Auswanderung wirbt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 20.000 Euro geahndet werden. So, wie gesagt, das ist natürlich ein altes Gesetz. Das ist jetzt auch nichts Neues. In unserer Szene wird darüber gelacht. Viele haben ja schon über dieses Gesetz gesprochen. Es gibt auch viele Artikel, die schon fast satirisch sind, die sich mit dem Gesetz befassen. Man fühlt sich ja schon fast wie in die DDR hier zurückversetzt, wenn es schon verboten sein soll, dass sie im Ausland ein besseres Leben haben können. Zum Beispiel, weil es dort geringere Steuern gibt, zum Beispiel, weil es dort bessere wirtschaftliche Chancen gibt, weil das Wetter schöner ist, weil kein Krieg droht, weil es günstigere Lebenshaltungskosten gibt oder was auch immer die Gründe sein mögen, warum jemand auswandert. Momentan für viele natürlich ein ganz großes Thema, die immer weiter zunehmende Übergriffigkeit der EU. Man wird zum gläsernen Bürger. Themen wie der digitale Euro, digitale IDs sind das, was viele beschäftigen, neben natürlich den geopolitischen Krisen, neben der Angst, dass man möglicherweise zum Kriegsdienst herangezogen wird und wenn es nicht einen selbst betrifft, dann möglicherweise die Kinder und Enkel. Dann wird ja ständig von neuen Steuern gesprochen, momentan ja von Sozialabgaben, zum Beispiel auf Mieteinnahmen und Kapitalerträge. Der Staat hat aber gleichzeitig aufgrund der demografischen Entwicklung immer weniger zahlendere Bürger. Also besteht natürlich die Gefahr, dass die etwas haben, zunehmend ausgepresst werden wie eine Zitrone. Und darauf hinzuweisen und zu sagen, naja, es gibt vielleicht andere Länder, wo das nicht so ist, das ist, wie gesagt, nach deutschem Recht verboten, wie wir gesagt haben, beziehungsweise man braucht eine Erlaubnis dafür. So, nun könntest du ja argumentieren, es gibt jede Menge Berater, die von Deutschland aus solche Dienstleistungen erbringen. Viele von ihnen haben wahrscheinlich keine entsprechende Erlaubnis. Mir ist kein Fall bekannt, wo schon mal jemals hier jemand mit den Behörden entsprechende Probleme bekommen hätte und dann das in dem Gesetz genannte Bußgeld hätte bezahlen müssen. Übrigens, wenn du jemanden kennst, dann schreib es gerne in die Kommentare rein. Wir sind ja schon ziemlich lange in diesem Bereich tätig, aber mein persönliches Vorgehen war jetzt nicht einfach zu sagen, dass ich das einfach ignoriere und darüber lache. Und wie gesagt, ich bin seit 25 Jahren aus Deutschland weg. Unser Unternehmen ist in den USA, in Austin, Texas. Ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Ich bin, wie gesagt, sehr selten in Deutschland und wenn, dann nur aus privaten Gründen. Also ob das Gesetz überhaupt auf uns zutrifft oder nicht, das ist sowieso nochmal eine ganz separate Frage. Aber was ich damit sagen will, ist, es gibt dieses Gesetz. Mir ist bekannt, dass es dieses Gesetz gibt. Ich habe jetzt nicht einfach den Kopf in den Sand gesteckt und habe gesagt, naja, ist mir komplett egal, sondern ich habe mich natürlich dann rechtlich abgesichert. Das heißt, ich habe in Deutschland mit einem Anwalt zu diesem Thema gesprochen, schon vor vielen Jahren und wir haben uns dazu beraten lassen. Und die Konklusion war eben, keine Beratung in Deutschland zu machen und auch keine Veranstaltungen in Deutschland zu machen. So, das ist mal die eine Sache. Es bleibt aber dann dennoch natürlich eine gewisse Grauzone. Die Grauzone ist, wenn man auf Deutsch Content produziert, so wie dieses Video, wenn man Webseiten hat, die sich ganz klar an Deutsche richten, dann könnte möglicherweise dieses Gesetz dennoch für einen zutreffen. So, dieses Risiko ist mir bekannt und dieses Risiko gehe ich aber bewusst ein. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass das geahndet wird, in unserem Fall für sehr gering, wie gesagt, weil wir ja nichts in Deutschland tun, weil wir nichts in Deutschland vor Ort machen. Also nehme ich dieses Restrisiko bewusst auf mich, aber natürlich ignoriere ich dieses Risiko nicht. Ich sage nicht, es gibt das Risiko nicht oder das Risiko ist gleich null, sondern ich lasse mich kompetent und verbindlich beraten. Ich habe die Aussage eines Rechtsanwaltes und gemeinsam sind wir eben zu dem Ergebnis gekommen,
was ich gerade eben hier angesprochen habe. Das hat jetzt meiner Meinung nach nichts mit Panikmache zu tun. Das ist meiner Meinung nach einfach nur ganz normales erwachsenes Verhalten. Wenn du erwachsen bist, wenn du eine gewisse Reife erreicht hast, dann steckst du eben nicht den Kopf einfach in den Sand und lachst über solche komplett wahnsinnigen Gesetze, sondern du analysierst das und verhältst dich dann dementsprechend. Ich meine, das Gesetz gibt es, so widersinnig es auch erscheinen mag. Man kann es nicht wegdiskutieren, es ist da. Ich kann seine Existenz nicht verleugnen und muss eben dann mein Verhalten entsprechend darauf einstellen. Aber das ist, wie gesagt, keine Panikmache. Panikmache ist ja etwas Irrationales. Was ich gerade beschrieben habe, ist komplett rationales Verhalten. Und meiner Meinung nach musst du das für dich persönlich genauso machen, wenn es um deine Auswanderung geht. Auch da gibt es ja alle möglichen skurrilen Gesetze, muss man sagen. Auch Gesetze, die in Deutschland so einzigartig sind. Die gibt es in anderen Ländern nicht oder nur in abgeschwächter Form. Wir denken an Themen wie die Wegzugsteuer, wir denken an Themen wie die Entstrickungsbesteuerung, wir denken an Themen wie die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, wir denken an Themen wie den Verwertungstatbestand. Also da gibt es sehr viele Gesetze, die ja zunächst mal komplett bizarr erscheinen, wirklichkeitsfremd und die wahrscheinlich einen relativ kleinen Personenkreis wirklich betreffen. Aber hier ist ja der Punkt und deswegen ist mir das so wichtig, dass du das verstehst. Nur weil das heute so ist, ja, heißt das ja nicht, dass das in 5 Jahren immer noch genauso ist. Wir haben ja gerade eben sogar vorgelesen und zitiert aus dem Gesetz, dass man sozusagen dafür auch rückwirkend belangt werden kann. Für Dinge, die jetzt legal sind, aber vielleicht in 5 Jahren nicht mehr legal sind. Und wir reden ja immer sehr viel hier über das Risiko des zunehmenden Überwachungsstaates. Wir reden davon, dass der Staat kein Geld mehr hat. Viele Leute fürchten sich sogar vor Dingen wie vor einem Lastenausgleich, vor einer Enteignung, vor einer Vermögensabgabe. Aber wenn ich mir über solche Sachen Gedanken mache, dann muss ich mir noch über tatsächlich existierende Gesetze und tatsächlich existierende Risiken, so klein sie auch sein mögen, auf jeden Fall ebenfalls Gedanken machen, kann ich einfach sagen, naja, das betrifft ja sowieso niemanden, das betrifft sowieso nur einen kleinen Personenkreis. Mich wird es nicht betreffen. Ich bin viel zu klein, ich bin viel zu unwichtig, ich bin viel zu erfolglos. Von mir will der Staat diesbezüglich sicherlich nichts haben. Das wäre ja viel zu kompliziert. Wie gesagt, möglicherweise heute ist es so, aber wer weiß, wie es in 5 Jahren sein wird. Wenn wir davon ausgehen, dass sich das Netz immer weiter zuzieht, wenn wir davon ausgehen, dass der Staat immer mehr Geld braucht, wenn wir davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren mal wieder einen ganz normalen zyklischen Crash geben wird, ja, so wie die letzte Finanzkrise 2008 oder so, wo dann ein großer Finanzbedarf besteht, wo dann Staaten vielleicht ein Bailout brauchen, wie es ja bei der letzten Finanzkrise so war. Oder wenn wir davon ausgehen, dass irgendwann wieder sowas kommt wie Covid, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass der Staat möglicherweise heute die Einforderung dieser Gesetze nicht besonders streng kontrolliert, vielleicht weil er auch gar keine Ressourcen hat und sich auf andere Themen konzentriert. Aber deswegen bleiben ja die Gesetze genau bestehen, dass im Falle eines Falles der Staat dann hier den Sack zumachen kann. So, und das gilt natürlich jetzt auch für die Auswanderungsberatung, wie wir sie gerade eben nach Auswanderungsschutzgesetz betrachtet haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mein Business darauf aufbauen würde, dass ich besonders viel in Deutschland vor Ort mache und dann kommt es irgendwann hier zu einem Stimmungswandel bei den Behörden, bei den Regierenden. Es muss ja gar nicht mal zu einer Gesetzesänderung kommen. Es muss ja zu einem Stimmungswandel kommen. Und ich bin möglicherweise davon betroffen, dann hätte ich in dem Fall natürlich ein Problem. Und das Gleiche musst du auch für dich betrachten, wenn es um das Thema Auswandern geht. Das heißt, auch beim Thema Auswandern, auch beim Thema Steuern, Steuerpflicht in Deutschland nach der Auswanderung, rate ich dich, rechtlich beraten zu lassen oder bei deinem Steuerberater dich beraten zu lassen und diese Dinge im Vorfeld zu klären. Ich rate dir, eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt einzuholen und dass du dann dein Verhalten basierend auf der Beratung, basierend auf der verbindlichen Auskunft entsprechend justierst. Und vielleicht in unserem Fall bei dem Auswanderungsschutzgesetz wirst du zu dem Ergebnis kommen, dass du vielleicht bei einer gewissen Grauzone keine Bauchschmerzen hast, weil das Worst-Case-Szenario für dich eine Ordnungswidrigkeit zum Beispiel ist, wie jetzt in dem Fall bei dem Auswanderungsschutzgesetz, aber keine Strafbarkeit. So, und da kann man abwägen und sagen, gut, ich sichere mich weitestgehend davon ab, das Restrisiko, das nehme ich in Kauf. Aber zu sagen, dass es kein Risiko gibt, egal wie bizarr die rechtliche Grundlage ist, und wie gesagt, dieses Auswanderungsschutzgesetz ist ja extrem bizarr. Ein Gesetz aus der Kaiserzeit, das einen komplett anderen Kontext hat. Und deswegen hat auch diese Abwägung natürlich nichts mit Panikmachen zu tun, sondern das ist ganz normaler, gesunder Menschenverstand. Man sieht sich mit einer rechtlichen, mit einer steuerlichen Herausforderung konfrontiert und dann geht man damit wie ein Erwachsener um. Das heißt, man holt sich die entsprechenden Infos, man holt sich die entsprechende Beratung bei einem Steuerberater oder Rechtsanwalt. Man holt sich die entsprechende verbindliche Auskunft beim Finanzamt, bevor man etwas macht. Und genauso solltest du vorgehen. Also das hat nichts mit Angstmacherei oder Panik zu tun. Das ist ganz normaler, gesunder Menschenverstand. Und am Ende brauchst du verlässliche, verbindliche Informationen, auf dessen Basis du dann Entscheidungen
treffen kannst. Also in diesem Sinne, wenn auch du dich mit dem Thema Auswanderung beschäftigst und du dort rechtlich und steuerlich auf der sicheren Seite sein willst, dann lade ich dich gerne ein, zu einem unserer Veranstaltungen zu kommen. Sehr interessante Events, sehr interessante Reisen rund um das Thema Auswandern, aber wohlgemerkt nicht in Deutschland. Die Gründe weißt du jetzt. Und natürlich, du kannst auch gerne ein Beratungsgespräch mit mir buchen. Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Die meisten unserer Mandanten sind High Net Worth Individuals, denen rechtliche Verbindlichkeit sehr wichtig ist. Wir arbeiten mit hervorragenden Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzleien weltweit zusammen und können so ein Gesamtberatungspaket anbieten, nicht nur rund um deinen deutschen Wegzug, sondern natürlich auch was die Rechtssicherheit in deinem Zielland anbelangt. Wenn dir Verbindlichkeit wichtig ist, wenn dir Rechtssicherheit wichtig ist und du dennoch dich steuerlich optimiert aufstellen möchtest, wenn du deine Risiken minimieren möchtest, dein Vermögen im Ausland schützen willst, möglicherweise an zweiten Staatsbürgerschaften und Aufenthaltstiteln im Ausland interessiert bist, dann würde ich mich sehr freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.